Verschiedene Versionen diffusionsoffener Deckel und Zargen sollen überschüssigen, im Bienenstock anfallenden Wasserdampf aus der Bienenwohnung abführen und die Stockfeuchte vermeiden. Auf dem Titelbild hier ist eine solche Konstruktion von mir, Roland Sachs, aus dem Jahr 2017 zu sehen. Die trennende Schicht am Deckel zwischen Innen- und Außenklima ist eine 10 cm dicke Schicht Schafwolle, welche sehr diffusionsoffen ist. Theoretisch kann hier bei einem anliegenden Wasserdampfdruckunterschied Wasserdampf nach außen abgetragen werden. Aber können Klimadeckel und Klimazargen tatsächlich den Wasserdampfdruck in der Bienenwohnung senken und auf diese Weise die Stockfeuchte verhindern? Ist das Wasser in der Bienenwohnung überhaupt zwingend schlecht für die Bienen? Liegt am Deckel denn überhaupt ein unterschiedlicher Wasserdampfdruck an, welcher zwingend erforderlich für die Diffusionsprozesse ist? Fällt im Bienenstock nicht viel zu viel Feuchtigkeit für die sehr langsamen Diffusionsprozesse durch die Bauteile an? Und wäre eine Absenkung des Wasserdampfdrucks denn überhaupt zielführend? Oder schaffen wir damit nur neue Probleme? Wird es vielleicht zu trocken? Wie verhält es sich denn in natürlichen Bienenwohnungen? Wir gehen diesen Fragen hier nach und versuchen sie sachlich zu beantworten. Die Diskussion über Sinn und Unsinn von Konstruktionen zur Abführung der Feuchtigkeit gibt es bereits genauso lange, wie es dünnwandige Magazinbeuten gibt. Die Absicht solcher Konstruktionen im Beutenbau ist es, den in der Bienenwohnung anfallenden Wasserdampf nach außen abzuführen, bevor es zur Bildung von Kondenswasser und zur Stockfeuchte kommt. Hintergrund für diese Bemühungen ist das Auftreten der Stockfeuchte in dünnwandigen Beuten und die Erkenntnis, dass die Stockfeuchte sowohl der Bienengesundheit als auch der Haltbarkeit der Beuten schadet. Bereits 1942 schrieb Julius Paschke: Als Folgeerscheinung der Stockfeuchtigkeit stellen wir den starken Totenfall, das langsame Erstarken der Völker im Frühjahr, das Auftreten der Ruhrkrankheit, das Umsichgreifen der Nosema und den erhöhten Futterverbrauch fest. Zunächst wurden zur Bekämpfung der Stockfeuchte offene Böden erdacht. Diese haben auch teils bis in die heutige Zeit überdauert, trotz der negativen Auswirkungen für den Wärmehaushalt und die Gesundheit der Bienen. So sind beispielsweise eine erhöhte Winterzehrung und eine erhöhte Wintersterblichkeit von Völkern in Beuten mit offenem Boden belegt. Ihr Erfolg bezüglich der Stockfeuchte im Winter ist dabei marginal, weil der Wasserdampfgehalt der Außenluft fast ebenso groß ist wie der Innenluft. Bereits im letzten Jahrhundert machten sich Beutenbauer auch Gedanken darüber, wie sie die Feuchtigkeit abführen können, ohne Luftwechsel mit der Außenluft und die damit verbundenen Wärmeverluste zu erzeugen. Ferdinand Gerstung hat bereits 1919 in seinem Buch eine Deckelkonstruktion beschrieben, die ohne Zugluft zuzulassen eine Erneuerung der Stockluft ermöglichen sollte, also unter anderem Wasserdampf abführen sollte. Er hat damals offensichtlich als erster einen Klimadeckel beschrieben. Und auch die heute noch verbreiteten Variebeuten werden seit Mitte des letzten Jahrhunderts mit einem diffusionsoffenen Deckel betrieben, ohne ihn so zu nennen. Nun, was ist denn eigentlich Diffusion? Diffusion bedeutet eine Durchmischung der Moleküle, also einen Ausgleich von Gaskonzentrationen, auch ohne Strömungen des Gases bzw. des Gasgemisches Luft. Strömungen des Gases oder Gasgemisches können diese reinen Diffusionsprozesse dann um ein Vielfaches beschleunigen. Die Moleküle eines Gases führen in Abhängigkeit von ihrer Temperatur Bewegungen aus, auch dann, wenn es keinerlei Strömungen im Gas gibt, also wenn das Gas vollkommen in Ruhe ist. Diese temperaturbedingten Bewegungen verursachen allein aufgrund ihrer Bewegungen eine Durchmischung des Gases. Vorhandene Konzentrationsunterschiede gleichen sich auf diese Weise mit der Zeit aus. In der Abbildung hier wechseln aufgrund der Zufallsbewegungen der Moleküle mehr Moleküle von der linken auf die rechte Seite als umgekehrt. Einfach aus dem Grund, weil links mehr Moleküle vorhanden sind. Es wandern also immer mehr Moleküle des jeweiligen Gases vom Ort des höheren Gasdrucks, also dem Bereich mit einer höheren Dichte von Molekülen, in alle umliegenden Bereiche mit einem geringeren Gasdruck.
Und das tun sie auch durch Bauteile hindurch. Die Bauteile setzen den Diffusionsprozessen aber einen Widerstand entgegen. Und die Größe dieses Widerstandes wird als Vergleichswert gegenüber den Diffusionsprozessen durch ruhende Luft angegeben. Wir sagen in der Bauphysik also beispielsweise, dass der Diffusionswiderstand einer feuchten Holzwand 20 mal größer ist als der einer gleich dicken Luftschicht. Mit diesem Vergleichswert, also dem Faktor, um den der Widerstand größer ist als der von Luft, berechnen wir uns dann die Dicke einer Luftschicht, die einen genauso starken Widerstand gegen Diffusion hätte wie unser Bauteil mit seinen Abmessungen. Wir sagen also beispielsweise, dieser Deckel hat einen genauso großen Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion wie eine 20 cm dicke ruhende Luftschicht. Und anhand dieser vergleichenden Luftschichtdicke SD wird das Bauteil dann unterschieden in diffusionsoffen, diffusionshemmend und diffusionsdicht mit den Grenzwerten so wie hier auf der Folie zu sehen. Ein Bauteil, dessen Widerstand gegen Diffusion beispielsweise dem einer 1000 Meter dicken Luftschicht entspricht, wäre also diffusionshemmend. Eine geschickte Konstruktion eines Diffusionsdeckels, beispielsweise bestehend aus einer diffusionsoffenen Folie und einer Schicht mit 7,5 cm Schafwolle, hätte einen Wasserdampfdiffusionswiderstand, der dem einer 10 cm dicken Luftschicht entspricht und wäre somit klar diffusionsoffen. Wir wollen nun überschläglich berechnen, welche Wassermenge maximal durch einen Klimadeckel diffundieren kann. Diese theoretisch mögliche Wassermenge können wir dann in Relation setzen zu den anfallenden Wassermengen im Bienenstock, um uns ein Bild davon zu machen, was so ein Deckel im besten Falle ausrichten kann. Bei Annahme eines durchschnittlichen Wasserdampfdruckunterschieds in der Brutzeit von 1000 Pascal am Klimadeckel im Dadant-Maß würden etwa 40 Gramm Wasser an einem Tag durch den Deckel diffundieren. 40 Gramm sind etwa 9% des anfallenden Wasserdampfes, den allein die etwa 15.000 offenen Brutzellen ausstoßen. Unter Berücksichtigung der anderen Wasserdampfquellen wie Honigeindickung, Stoffwechsel der Bienen, Wassereintrag zur Kühlung usw. kann ein Klimadeckel vermutlich nicht mehr als 5% des anfallenden Wasserdampfes in der Brutzeit abtragen. Diese überschlägliche Berechnung zeigt, dass Klimadeckel und Klimazargen in der Brutzeit keinen nennenswerten Beitrag zum Abbau des Wasserdampfdrucks leisten können, weil die anfallenden Wassermengen viel zu groß sind bzw. die Diffusionsprozesse zu langsam. Im Winter ändern sich die Verhältnisse radikal. In der brutfreien Zeit fällt kaum Wasserdampf im Bienenvolk an. Selbst in ungedämmten Beuten gibt das ruhende Volk nur knapp 10 Gramm Wasser pro Tag infolge des Stoffwechsels an die Stockluft ab. In der Folge ist der Dampfdruckunterschied zwischen Innen- und Außenluft und somit auch das Risiko für einen Kondenswasseranfall minimal. Anton Büdel beschreibt die Verhältnisse in der Winterruhe so: Der Wasserdampfüberschuss der Innenluft ist zwar nahezu immer gegeben, er ist aber verhältnismäßig gering, wobei es niemals zur Stauung des Wasserdampfes im Inneren der Bienenwohnung kommt. Anton Büdel sah daher im Winter gar keine Notwendigkeit für das Abführen von Wasserdampf. Wir sehen das auch so. Nichtsdestotrotz wollen wir der Vollständigkeit halber auch hier den Anteil überschläglich berechnen. Bei Annahme eines Dampfdruckunterschieds von 200 Pascal würden rechnerisch 8 Gramm pro Tag durch den Deckel diffundieren, was einen großen Anteil des geringen anfallenden Wasserdampfs in der Winterruhe ausmachen würde. Im Winter kann so ein Deckel daher theoretisch den Wasserdampfdruck in der Beute senken. Aber nur, wenn auch die Grundannahme stimmt, dass im Winter am gesamten Deckel ein Dampfdruckunterschied anliegt. Wir halten es für gut möglich, dass es in der Wintersituation ein Wasserdampfdruckgefälle vom Rand des Bienensitzes zu den Beutenwänden gibt. Vermutlich sind es gerade die Übergangszeiten, in denen die Stockfeuchte in dünnwandigen Beuten zum Problem wird. Der Kontakt des Bienensitzes zum Flugloch bricht im Spätherbst ab bzw. ist zum Ende des Winters noch nicht wiederhergestellt. Es gibt keinen Flugbetrieb und die Bienen bilden auch keine Belüftungsketten bis zum Flugloch. Aus diesen Gründen ist der Gasaustausch über das Flugloch langsam.
Es kann in diesen Zeiten aber noch bzw. schon Brutflächen mit einem großen Wasserdampfausstoß geben. Wir halten es nicht für möglich, für diese Zeiten vernünftige Annahmen zu treffen und wollen daher lediglich festhalten, theoretisch kann ein Klimadeckel in den Übergangszeiten den Wasserdampfdruck im Bienenstock senken. Es kann ein deutlicher Wasserdampfdruckunterschied am Deckel anliegen und der Gasaustausch über das Flugloch ist zu dieser Zeit eingeschränkt. Es gibt auch eine Variante eines diffusionsoffenen Deckels, welche komplett auf das Dämmmaterial verzichtet. Dieser Deckel ist nur ein Wind- und Regenschutz. Das trennende Bauteil zwischen den inneren und äußeren Temperatur- und Wasserdampfdruckverhältnissen ist nur eine diffusionsoffene Folie. Hier wird eine deutliche Leistungssteigerung der Diffusionsoffenheit erzielt unter Inkaufnahme von erhöhten Energieverlusten. Diese radikale Entfernung jeglichen Wärmeschutzes am Deckel hat zur Folge, dass die Bienen einen größeren Aufwand für die Klimaregulierung des Bienenstocks haben. Und das bedeutet einen erhöhten Honigverbrauch und einhergehend auch einen erhöhten Wasserdampfausstoß, wodurch mindestens ein Teil der größeren Leistungsfähigkeit egalisiert wird. Wir halten solche Konstruktionen ohne jeglichen Wärmeschutz für eine starke Störung des Wärmehaushalts der Bienen mit negativen Folgen für die Bienengesundheit. Solche Berechnungen und Modellbetrachtungen, wie wir sie hier selbst durchgeführt haben, stehen und fallen immer mit der Richtigkeit und der Vollständigkeit der getroffenen Annahmen. Eine vernünftige Abbildung der Verhältnisse ohne begleitende Messreihen ist nahezu unmöglich. Unsere vorangegangenen Berechnungen sind daher auch mit Vorsicht zu betrachten. Berechnungen und Modellbetrachtungen sagen lediglich, wenn die Verhältnisse sind wie angenommen, dann verhält es sich so und so. Was meist verschwiegen wird, ist aber, wenn die Annahmen nicht ganz richtig sind oder einzelne Gegebenheiten nicht berücksichtigt wurden, dann kann alles auch ganz anders sein. Der Bienenstock und die Bienen machen solche Betrachtungen besonders schwer. Wabenbau, Volksstärke und Bienenverhalten variieren nicht nur bei verschiedenen Völkern, sie variieren auch beim gleichen Volk über das Jahr hinweg. Alle Berechnungen zu den Temperatur- und Feuchteverhältnissen können daher immer nur eine sehr grobe Einschätzung liefern. Allein das Lüftungsverhalten der Bienen kann beispielsweise alles auf den Kopf stellen. So haben wir bereits in unserem Buch eine Messreihe aus dem Jahr 2023 veröffentlicht, die uns annehmen lässt, dass die Bienen während der kompletten Brutzeit eine mehr oder weniger leichte Luftzirkulation im Bienenstock anregen. CO2- und Wasserdampfkonzentration waren in einer Erdbeute mit unten liegendem Flugloch am Boden der Bienenwohnung höher als unter dem Deckel. Wir haben die Daten bereits im Buch so interpretiert, dass die Bienen im Brutnest in Richtung Lichteinfall ventilieren, also zum Boden wegen des unten liegenden Fluglochs, und so eine Belüftung aufbauen. Die in der Folge im Fluglochbereich aufgefrischte Luft strömte dann nach oben, verteilte sich über die Oberträger und strömte von dort wieder in das Brutnest ein. Wir haben die Beute 2024 ebenfalls mit Sensoren ausgestattet, diesmal aber das Flugloch nach oben verlegt. Und wieder gibt es einen deutlichen Wasserdampfdruckunterschied zwischen den Bereichen oberhalb und unterhalb des Brutnests. Diesmal ist der Wasserdampfdruck unter dem Deckel deutlich höher. Wir sehen unsere Vermutung aus dem Vorjahr bestätigt. Wieder sorgt die Belüftung der Bienen für Konzentrationsunterschiede. Diesmal ist der Wasserdampfdruck unter dem Deckel erhöht, weil es unter dem Deckel durch die Lage des Fluglochs im Bienenstock heller ist. Die Bienen fächeln nach oben. Sollten sich diese Zusammenhänge durch umfangreichere Messreihen bestätigen, dann wären Klimadeckel bei einem unten liegenden Flugloch bezüglich des Wasserdampfdrucks im Bienenstock wirkungslos. Es läge am Deckel ganzjährig kein nennenswerter Wasserdampfdruckunterschied an und es gäbe keine nennenswerten Diffusionsprozesse durch den Deckel. Und noch einen weiteren Zusammenhang wollen wir anmerken, der die gewünschte Wirkung von Klimadeckeln in Zeiten mit Flugbetrieb ins Leere laufen lassen kann. Wir wissen, dass die Honigeindickung zunächst im Bienenstock durchgeführt wird. Vermutlich, weil die Erhöhung der Luftfeuchte bis zu einem gewissen Grad willkommen ist. Bei starkem Nektareintrag wird die Eindickung auch vor das Flugloch ausgelagert. Verantwortlich dafür dürfte das Erreichen eines Grenzwertes der Luftfeuchte in den Wabengassen sein. Wenn dem so ist,
dann bedeutet das Abführen von Wasserdampf durch den Klimadeckel keine Absenkung des Wasserdampfdrucks im Bienenstock, sondern lediglich weniger Aktivitäten zur Honigtrocknung vor dem Flugloch. Diese Messungen und Überlegungen zeigen, wie schwer es ist, sinnvolle Annahmen für Berechnungen im Bienenstock zu treffen. Es gibt eine Messreihe von Anton Büdel, die zeigt, dass es in einer vollkommen diffusionsdichten Ausführung einer Bienenbeute zu keinen anderen Feuchteverhältnissen kommt als in einer nach Büdels Beschreibung diffusionsoffenen Beute. Verglichen wurden die Messreihen von zwei identischen, allseits gedämmten Holzbeuten, die mit gleich starken Bienenvölkern besetzt waren. Der einzige Unterschied im Versuchsaufbau war, dass die eine Beute zusätzlich mit einer Gummihülle versehen wurde. Das hier abgebildete Zeitfenster ist Mitte Dezember bis Mitte Januar. Beide Völker waren brutfrei. Die Messungen der Luftfeuchte im Inneren sind nahezu identisch bei beiden Beuten. Die Unterschiede liegen im Rahmen von Messungenauigkeiten. Beide Kurven, die grüne und die braune, sind gegenüber den Verhältnissen außen fast immer um das gleiche Maß leicht erhöht. In beiden Beuten ist während der Messungen kein Kondenswasser angefallen, welches das Ergebnis verfälscht hätte, da es eine Entwässerung der Luft bedeutet hätte. Dr. Büdel hat den Versuch auch in der Brutzeit weitergeführt. Das Ergebnis war das gleiche. Die Luftfeuchte war in beiden Beuten gleich. Beide Kurven waren der Kurve außen gegenüber immer um das gleiche Maß erhöht. In der Brutzeit aber um einen etwas höheren Betrag als in der brutfreien Zeit. Anton Büdel schreibt, dass eine Bienenwohnung nicht diffusionsoffen ausgeführt werden muss. Der Abbau der Feuchtigkeit von innen nach außen geschieht fast ausschließlich über das Flugloch. Wir sehen das ebenso und vermuten diesen Zusammenhang auch für Beuten mit Klimadeckel, selbst wenn diese diffusionsoffener sind, als es die gedämmten Beuten von Anton Büdel waren. Seit Kenntnis der vielen Arbeiten und Veröffentlichungen Büdels zum Thema Temperatur und Luftfeuchte im Bienenstock habe ich meine Versuche zur diffusionsoffenen Bauweise gestoppt. Der hier abgebildete diffusionsoffene Deckel aus dem Jahr 2017 war mein letzter Versuch diesbezüglich. Ich kenne Büdels Arbeiten seit 2018, dank der Diplombiologin Sigrun Mittel. Sie hat diese Veröffentlichungen gefunden auf der Suche nach Antworten zu den Themen, die wir hier und in unserem Buch behandeln. Mit großem Aufwand hat sie diese weit verstreuten Veröffentlichungen zusammengetragen und so regelrecht einen Schatz geborgen. Seit 2018 arbeiten wir dieses von Büdel geschaffene Wissen durch, vergleichen seine Erkenntnisse mit anderer alter und neuer Bienenliteratur und überprüfen sie mit den anerkannten Regeln der Bauphysik. Wir kommen bislang bei allen Veröffentlichungen von Anton Büdel zu dem Schluss, dass er mindestens überschläglich richtig liegt. Nun wollen wir auch das angestrebte Ziel der Klimadeckel betrachten, nämlich den Wasserdampfdruck in der Bienenwohnung zu senken. Dies erscheint auf den ersten Blick sinnvoll. Diverse Studien belegen schließlich, dass eine erhöhte Stockfeuchte schlecht für die Bienengesundheit ist. Die Schlussfolgerung der Imkerschaft und in Teilen auch der Wissenschaft war und ist daher, dass das Wasser in der Bienenwohnung schlecht ist und irgendwie abgeführt werden muss. Aber ist diese Grundannahme tatsächlich richtig? Wie sieht es denn eigentlich in natürlichen Bienenwohnungen aus, in denen sich über viele Millionen Jahre die Evolution abgespielt hat? Unsere Honigbienen sind perfekt angepasst an das Leben in solchen Höhlen. Die dort herrschenden Verhältnisse sind für sie naturgemäß perfekt. Und auch auf diese Frage gibt uns Anton Büdel ausführlich Antwort. Die Abbildung hier zeigt eine Bienenwohnung mit klitschnassen Höhlenwänden und einer großen Wasseransammlung am Boden. Laut Autor wohnten in diesem Baum gesunde Bienen über 5 Jahre. Büdel und Grziva besprechen die Arbeit in einer eigenen Veröffentlichung und schreiben: Nasse Wände und Wasseransammlungen in der Bienenwohnung sind nur dann ein Problem für das Bienenvolk, wenn sie wärmer sind als die Temperaturen im Bienenstock. Nur dann geben sie mehr Wassermoleküle an die Raumluft ab, als sie in der gleichen Zeit aus der Raumluft einfangen. Und nur dann stellen sie eine zusätzliche Wasserdampfquelle für die Stockluft dar. Wenn das Wasser bzw. die nassen Wände
kälter sind als der Bienenstock, dann werden mehr Wassermoleküle von der Wasseroberfläche und den nassen Wänden eingefangen, als in umgekehrte Richtung an die Raumluft abgegeben werden. Diese kühleren Bereiche entwässern dann förmlich die anliegenden Luftschichten. Wir kennen diesen Effekt aus Schwimmbädern. Wegen dieser Zusammenhänge wird die Raumluft immer höher temperiert als das Wasser im Schwimmbecken, sodass die Wasseroberfläche die Raumluft entwässert. Wäre das Wasser wärmer als die Raumluft, dann würde die Raumluft einen Zustrom von Wassermolekülen und eine Erhöhung des Wasserdampfdrucks erfahren. Die klitschnassen Wände der Bienenwohnung erzeugen keine Feuchte im Bienenstock, solange sie kälter sind als der Bienenstock. Auch in dieser Baumhöhle lebten gesunde Bienen in einer klitschnassen Bienenwohnung. Der Autor macht in dem Artikel spitze Bemerkungen über die Bemühungen des Beutenbaus, die Bienenwohnung trocken zu halten, wo doch das Wasser ihnen offensichtlich nicht das geringste anhaben kann. Diese Annahme ist aber ebenso falsch wie die, dass das Wasser in Bienenwohnungen zwingend schlecht ist für die Bienen. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Die Unbeschwertheit der Bienen folgt nach Anton Büdel nur aus den großen Temperaturunterschieden zwischen Bienensitz und nassem Holz. Und diese Temperaturunterschiede sind in natürlichen Bienenwohnungen stabil, wegen der großen Masse des Baums und seiner Erdverbundenheit. Die täglichen Temperaturschwankungen in der Außenluft bewirken keine Temperaturschwankungen in den Höhlenwänden. Das nasse Holz ist immer kälter als der Bienenstock. Das nasse Holz der Wände ist daher keine Belastung für die Luftfeuchte im Bienenstock. Im Gegenteil, es fängt mehr Wassermoleküle ein, als es abgibt. Es entfeuchtet die Stockluft. In dünnwandigen, ungedämmten Bienenbeuten können sich die Verhältnisse schnell umkehren, insbesondere wenn sie nicht im Schatten stehen. Bereiche, die eben noch kühler waren als der Wabenbau, sind plötzlich durch Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen in der Außenluft wärmer. Feuchtes Holz oder angefallenes Kondenswasser stellen plötzlich eine Belastung für die Luftfeuchte im Bienenstock dar, wenn sie wärmer sind als die Luft im Bienenstock. Sie geben dann mehr Wassermoleküle an die Stockluft ab, als sie in der gleichen Zeit aus ihr einfangen. Es kommt dann zu plötzlichen Wasserdampfbelastungen in der Stockluft, die einen Kondenswasseranfall in sensiblen Bereichen des Bienenstocks auslösen können. Neben der Erkenntnis, dass das Wasser in der Bienenwohnung nicht zwingend schlecht ist und nicht zwingend eine Stockfeuchte im Bienenstock mit sich bringt, wollen wir noch auf einen ganz anderen Zusammenhang hinweisen. Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Bienen vor allem in den Übergangszeiten, wenn sie ein Brutnest pflegen, aber kein Flugbetrieb möglich ist, eine relativ hohe Luftfeuchte in manchen Wabenbereichen benötigen. Das Absenken des Wasserdampfdrucks im Bienenstock könnte es daher auch zu trocken werden lassen. Die Brutpflege bringt einen hohen Wasserbedarf mit sich. Der Futtersaft der Bienenbrut wird mit gleichen Teilen aus fertigem Honig und Wasser hergestellt. Wir wissen, dass Honigbienen auch im Winter immer unverdeckelte Honigvorräte verwalten. Wir denken, dass sie dies tun, um den Honig Wasser ziehen zu lassen. Der offene, unverdeckelte Honig steht in Wechselwirkung mit der anliegenden relativen Luftfeuchte. Wenn die Honigvorräte in einem Bereich mit entsprechend hoher relativer Luftfeuchte entdeckelt werden, dann entzieht der Honig bereits der Luft vollständig das benötigte Wasser. Das erfolgreiche Absenken des Wasserdampfdrucks in den Wabengassen könnte das Verhalten erschweren oder unmöglich machen und somit einen Wassermangel in der Übergangszeit auslösen. In massiven Beuten mit sehr großem Hitzeschutz ist der Kondenswasseranfall also gar nicht zwingend schlecht für die Honigbienen. Vielleicht ist er ihnen sogar in manchen Jahreszeiten eine willkommene Wasserquelle. In Beuten mit geringem Hitzeschutz können die Temperaturschwankungen des Wassers in der Bienenwohnung, beispielsweise durch angefallenes Kondenswasser, plötzlich den Wasserdampfdruck im Bienenstock erhöhen und zu einem Kondenswasseranfall in sensiblen Bereichen führen. Welche Wege bleiben uns nun im Beutenbau, um die negativen Auswirkungen einer solchen Stockfeuchte auf die Bienengesundheit, die es ja nun mal nachgewiesenermaßen gibt, zu reduzieren? Für die wenigsten von uns kommen Zeidelbäume oder massive Klotzbeuten in Frage, in denen der Hitzeschutz so stark ist, dass feuchte Wände und Kondenswasser keine Belastung für die Stockluft bedeuten können.
Die diffusionsoffene Bauweise, Klimazagen und Klimadeckel sind mindestens über weite Strecken des Jahres wirkungslos. Und in den Phasen, in denen sie wirksam sein könnten, könnten sie einen Wassermangel bei den Bienen auslösen. Das heißt halt, ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die verschiedenen Klimadeckel stellen in den meisten Konstruktionen nämlich einen guten Wärmeschutz dar. Dadurch erhöhen sich die Temperaturen unter dem Deckel und es wird relativ betrachtet trockener. Die Luft kann dort mehr Wasser tragen und es kommt weniger wahrscheinlich zu einem Kondenswasseranfall. Die meisten Klimadeckel sind daher nicht sinnlos. Sie erfüllen ihren Zweck nur auf eine nicht vorgesehene Art und Weise. Und genau diese Art und Weise ist ein Schlüssel zur Bekämpfung der Stockfeuchte in dünnwandigen Bienenbeuten. Zwar können wir das Wasser ohne einen starken Hitzeschutz nicht daran hindern, bei Temperaturschwankungen die Stockfeuchte auszulösen, aber wir können das Wasser daran hindern, überhaupt erst anzufallen. Es ist so, wie Anton Büdel es immer wieder formulierte: Mit einer zusätzlichen äußeren Wärmedämmung lässt sich die Stockfeuchte in unbedenkliche Bereiche verschieben, weil es an den gedämmten Wänden weniger wahrscheinlich zu einem Kondenswasseranfall kommt. Am ungünstigsten wäre der Kondenswasseranfall am Deckel, da das Wasser von hier in den Bienensitz abtropfen könnte. Am unbedenklichsten ist der Kondenswasseranfall im Fluglochbereich und am Boden der Beute. Hier kann das Wasser nicht in den Bienensitz abtropfen, es kann bei einem unten liegenden Flugloch am schnellsten zu gegebener Zeit wieder abtrocknen und es kann im besten Falle sogar am Boden ablaufen. Es wäre daher sinnvoll, den Deckel stärker zu dämmen als die Seitenwände und diese wiederum stärker als den Boden. In der Folge würde ein Kondenswasseranfall nur noch am Boden auftreten, wo er den geringsten Schaden anrichten kann. Ein weiterer Schlüssel zur Bekämpfung der Stockfeuchte ist das Volumen der Beuten. Je größer das Volumen ist, desto größer können die Abstände vom Bienensitz zu den Seitenwänden werden und desto geringer können die Temperaturen an den Seitenwänden ausfallen. Die Gefahr eines Kondenswasseranfalls steigt. Es ist aus diesem Grund sinnvoll, nicht mit zu großen Beuten zu arbeiten. Mit beiden Maßnahmen kann man es vermutlich auch übertreiben. Es gibt Hinweise aus verschiedenen Studien, dass eine Beute auch zu stark gedämmt werden kann, so dass es innen zu manchen Zeiten zu trocken wird. Das könnte dann beispielsweise einen deutlich späteren Bruteinschlag bedeuten. Den gleichen Effekt dürfte ein zu kleines Volumen haben. Eine zusätzliche Dämmung der Seitenwände von wenigen Zentimetern Stärke, so wie hier auf dem Foto zu sehen ist, und ein noch etwas besser gedämmter Deckel sollten genügen, um die Stockfeuchte weitestgehend zu eliminieren. Wir selbst verfolgen seit 2023 einen anderen Ansatz. Wir versenken Beuten im Erdboden und zapfen somit den Wärmespeicher des Erdreichs an. Die Bienen haben hier einen enorm starken Hitzeschutz. Was genau den Unterschied zwischen Hitzeschutz und Wärmeschutz ausmacht, dazu sei an dieser Stelle auf unseren Vortrag in Kleve verwiesen, den es hier bei YouTube ebenfalls als Video zu sehen gibt. In diesen Erdbeuten verhält es sich ebenso wie in natürlichen Bienenwohnungen oder Zeidelbäumen. Die Temperaturen der Beutenwände schwanken nicht und sind unabhängig von den äußeren Temperaturschwankungen. Wenn es hier in diesen Beuten zu einem Kondenswasseranfall kommt, dann kann es nicht durch Temperaturschwankungen zu einer Belastung für die Luftfeuchte im Bienenstock werden. Und wie die Bienen das Kondenswasser daran hindern, in den Bereichen selbst, in denen es anfällt, zu einer Gesundheitsgefahr zu werden, das lässt sich hier im Video gut erkennen. Sie desinfizieren und glätten die Bereiche mit Propolis. Schimmel und Keimbildung werden auf diese Weise stark reduziert und das Wasser kann sich nicht an den Wänden halten. Es fließt zum Boden ab. Wenn wir euer Interesse an den klimatischen Verhältnissen im Bienenstock, der Klimaregulierung der Honigbienen und dem Einfluss der Bienenwohnung auf die Bienengesundheit geweckt haben, dann schaut doch mal in unser Buch rein.